Warum dein Leadmagnet keine Kunden generiert, obwohl sich doch so viele Leute eintragen. Du hast dir Mühe gegeben, du hast einen Leadmagneten gebaut, du hast ihn auf deine Landingpage gepackt, du machst Traffic, es tragen sich kontinuierlich Leute ein, aber irgendwie kauft niemand. Wenn du das kennst, kann ich dir jetzt schon sagen, du bist damit nicht alleine und womöglich hat es einen ganz einfachen Grund. Mein Name ist René Tschoppe, ich bin der Inhaber der Agentur Autima. Wir sind Experten für E-Mail-Marketing. Und genau diesen Fehler sehe ich immer wieder bei unseren neuen Kunden. Der Grund, warum du dir einen Leadmagneten holst, ist wahrscheinlich, weil du denkst, ich brauche ja etwas, damit sich jemand bei mir einträgt. Und genau das ist schon das Problem. Das Mindset, was du bekommen hast durch vielleicht viele andere Marketer, die einen Übersetzungsfehler tatsächlich an dieser Stelle machen, ist ganz einfach. Sie denken, du brauchst einen Leadmagneten, um Kunden zu generieren. Das Problem ist, dass der Leadmagnet von der Qualität her auch genau das widerspiegelt. Dein Leadmagnet muss so gut sein, dass danach jemand bei dir Kunde werden möchte. Und jetzt sei doch mal ganz selbstkritisch und schau mal deinen Leadmagneten an und entscheide, ist das, was da drin ist, wirklich so gut, dass jemand Kunde werden möchte? Das Ganze wird extrem einfach und extrem anschaulich, wenn wir es uns doch mal anschauen, wie es in der echten Welt funktionieren würde. Stell dir vor, du hättest ein Eiscafé. Und stell dir vor, du hättest vor deinem Eiscafé eine Fußgängerzone. Bezeichnen wir diese Fußgängerzone mal als Traffic. Du würdest also an diesem Tag in deinem Eiscafé stehen und siehst, draußen ist sehr viel Traffic. Du würdest also nun ein Tablett nehmen, würdest auf das Tablett eine Probeeissorte packen und rausgehen. Nun bist du die Landingpage und hast den Leadmagneten in der Hand. Und in dieser Fußgängerzone fängst du jetzt an, Menschen anzusprechen mit deiner Botschaft und versuchst, deine kostenfreie Dreingabe loszuwerden. Und jetzt habe ich eine folgende Frage an dich. Stell dir vor, als du in deinem Eiscafé warst, hast du eine große Auswahl an Eis. Die erste Frage ist, wie groß sollte das Probierpaket sein? Wir sind uns, glaube ich, einig, dass du keinen ganzen Eisbecher verschenken willst. Es geht also ganz offensichtlich nicht um die Menge. Falls du also ein E-Book hast oder einen Videokurs, das E-Book umfasst 25 Seiten und der Videokurs umfasst 7 Videos, à 5 Stunden, dann merkst du viel zu viel. Alle sind danach satt, niemand braucht mehr ein Eis. Der nächste Punkt, den du überlegen solltest, wenn du jetzt in deine Auslage guckst und du hast beispielsweise 10 Sorten Eis. Von den 10 Sorten laufen 5 Sorten relativ gut, 2 Sorten laufen gar nicht, aber mit einer Sorte, damit hast du die Weltmeisterschaft gewonnen. Jetzt frage ich dich als Eiskaffeeinhaber, mit welcher Sorte würdest du draußen auf die Straße gehen? Und natürlich wirst du mit deiner Weltmeistersorte rausgehen. Das ist ja völlig klar. Das heißt, du wirst mit deinem besten Produkt in einer kleinen Menge rausgehen und Leute davon überzeugen, dass sie dann bei dir mehr konsumieren. Und genau das ist der Grund, warum wir, wenn wir ein Freebie erstellen, darauf achten, dass dieser Mehrwert, der da drin ist, so unverschämt hoch ist, dass man eigentlich denkt, ich müsste es verkaufen. Wenn du mit diesem Mindset an dein Freebie rangehst, dann wird es auch funktionieren, dass die Leute begeistert sind und im Nachgang etwas kaufen. Damit du genau diesen Effekt erzeugst, gibt es ganz konkrete Strategien. Eine davon heißt Transformation. Und wenn du wissen willst, wie du eine Transformation bei deinen Kunden schaffst, sodass die danach begeistert sind und von dir etwas abkaufen wollen, dann trag dich ein für unsere kostenfreie Newsletter Marketing Masterclass, wo ich dir diese Strategie im Detail einmal erläutere und noch weitere Strategien an die Hand gebe. Denn Leadmagnet entscheidet über die Qualität von deinem Funnel.